Wie kann man das neue Jahr besser beginnen als mit den ersten sonnigen Motorradkilometern? Und ich sage Hallo und herzlich willkommen zurück bei Motorradreise TV mit der ersten Folge im neuen Jahr 2018. Ich bin wie immer euer Stefan und dieses Mal haben wir für euch das hier im Programm. Ein kurzer Blick auf das, was mal meine KTM 640 Adventure werden soll, Sonne satt und Kurven ohne Ende beim Nolan Presseevent, ein Interview mit dem Geschäftsführer der neuen Touratech GmbH und Rallye-Feeling pur mit unserer Reportage zu Portugals beliebter GPS- und Roadbook-Rallye Onosso Dakar. Und jetzt geht's los mit einem kurzen Besuch bei Pirate Racing und einem Update zu unserem Umbauprojekt der KTM 640 Adventure. Viel Spaß! So, willkommen mal wieder beim Micha hier bei Pirate Racing und ihr habt euch ja sicherlich gefragt, was ist eigentlich mit meiner KTM los, wo ich schon vor ein paar Monaten mal kurz drüber berichtet habe. Ja, genau. Ich quasi als Bauherr, du als Bauleiter bei diesem Projekt. Jetzt, genau, jetzt ging es ja mal wieder endlich ein bisschen voran und du hast das Ding schon komplett gestrippt. Hier ist der nackte Rahmen, die Anbauteile und sowas. Und ja, ihr habt ja gerade schon in den Bildern gesehen, so sieht ein Rahmen aus nach 17 Jahren, fast 17 Jahren Missachtung. Hast du noch irgendwelche Böcke dran gefunden oder ist alles soweit in Ordnung? Ja, es war natürlich bedingt durch die Laufzeit schon ein bisschen was faul und kaputt. Was aber normal ist, oder ne, wenn so ein Motorrad im Gelände bewegt wird und natürlich nicht besonders gut gepflegt wird, ganz klar, kommt sowas schon mal vor. Wenn man natürlich dann neu beschichten will, muss natürlich alles raus, was Lager heißt, inklusive halt auch hier unten diesem Umlenklager vom Stoßdämpfer. Und da haben wir natürlich einen ganz faulen Hund gefunden, der war natürlich komplett verrostet und fest. Und das war ja ein bisschen Arbeit mit, also warm machen und rauskloppen und rausziehen. Das war schon ein bisschen Aktion halt. Ne? Ja, also das Ding hier sieht echt gut aus, ist auch nicht mehr so ganz komplett. Nee, nicht ganz. Von daher schon mal gut, dass es raus ist. Ja, was folgt jetzt? Wir haben den Rahmen zerlegt, aber dabei bleibt es ja nicht. Ne? Jetzt machen wir das ganze Ding schön. Was passiert als nächstes? Ja, jetzt wird ja noch ein bisschen beigearbeitet. Wir gucken halt mal, was ist kaputt, ist sind ein Gewindedefekt oder Laschen abgebrochen und. Und dann geht's ab zum Pulverbeschichten. Ne? Oh. Die Lager kommen ja sowieso neu, Lenkkopflager und so weiter, kommt ja sowieso alles neu. Gabelbrücken machen wir direkt mit. Ne? Auch schön an einem lebensbejahenden Schwarz. Ne? Ja gesagt. Und ja, die Lampen müssen auch runter, klar, ne? Die gehen nicht mit. Ja. Und dann wird das Ding schön schwarz gemacht. Die Schwinge hatten wir ja schon, wir ja schon gezeigt. Die liegt ja schon da. Ja, und dann geht es an Wiederaufbau. Oh. Also, ne, ihr habt es schon erfahren, schwarz wird der Rahmen, also auch jede Farbe ist schön, solange sie schwarz ist. Wie der Rest des Motorrads aussehen wird, das werdet ihr sicherlich in einer der nächsten Folgen dann auch noch mal sehen, wenn es dann weitergeht. Und ich kann euch sagen, ich habe letztens Post vom anderen Ende der Welt bekommen. Da sind nämlich ein paar schöne Teile aus Australien gekommen, die man nur da bekommt für das tolle Motorrad. Und ja, wenn es soweit ist und was das ist, das zeige ich euch dann in der nächsten Runde. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir den Rahmen hier vom Pulverer wieder da haben. Und dann würde ich sagen, wie du immer so schön sagst, hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Weg damit! Es ist jedes Jahr aufs Neue wieder ein super Erlebnis beim Nolan Presseevent in Almeria dabei zu sein. Und für uns ist es schon fast zur festen Tradition geworden, die ersten sonnigen Kilometer des Jahres dort unter die Räder zu nehmen. Ja, und was wir zu unserem ganz persönlichen Saisonstart 2018 da unten so alles erlebt haben, das seht ihr jetzt.
Also, jetzt nochmal auch hier aus Almeria, Südspanien, Andalusien, ein frohes neues Jahr 2018. Und wie ihr seht, unser Jahr beginnt wieder traditionell mit dem Nolan Presse-Event. Jede Menge Motorräder für uns in den nächsten Tagen hier zum Testen, zum Fahren. Jede Menge gutes Wetter, über 20 Grad Sonnenschein. Das haben wir echt vermisst. Wir waren lange Zeit jetzt ja wieder zu Hause in Deutschland und jetzt sind wir endlich mal wieder unterwegs. Canan fährt heute die Tour mit, ich fahre heute die Tour mit. Ja, wir haben neue Helme zum Testen, neue Kommunikationssysteme zum Testen und. Also es wird wahrscheinlich wieder ein sehr spannendes Programm, aber am meisten freuen wir uns jetzt einfach drauf aufs Moped und dann geht's los. Ja, wir sind die ersten Kilometer gefahren hier am ersten Tag in Almeria, aber hier geht es nicht nur um Fahrspaß, sondern jetzt haben wir auch ein etwas ernsteres Thema. Ihr werdet es mitbekommen haben. Die Insolvenz von Touratech, die hat letztes Jahr ja ein ziemliches Erdbeben ausgelöst in der Branche. Bis jetzt haben wir ja noch nicht darüber berichtet, weil Mutmaßungen, Spekulationen, das sollte man einfach mal abwarten. Aber jetzt ist ein wichtiger Schritt getan. Neben mir steht der Herr Alberto Reinhardt, neuer Geschäftsführer der neu gegründeten Touratech GmbH. Mit der Happig Unternehmensgruppe als neuer Investor geht es jetzt weiter mit Touratech. Das ist ja auf jeden Fall erstmal schon ein großer Schritt und ich denke, viele Mitarbeiter im Unternehmen, aber natürlich auch viele Kunden atmen auf. Kann man jetzt schon grob sagen, wie es weitergehen wird? Was wir definitiv nicht verändern wollen, ist den Spirit der Marke Touratech. Touratech steht für Abenteuer, steht für ein besonderes Adventure-Gefühl. Es ist eine Marke, die mit einer Seele, mit Herzblut etc. Es wäre ein Riesenfehler, da etwas dran ändern zu wollen. Das soll auf jeden Fall so bestehen bleiben. Wir wollen natürlich das Unternehmen ja zurück in positive Ergebniszahlen bringen. Die Resultate der beiden letzten Jahre waren katastrophal. Ich denke aber, wir haben die richtigen Pläne und wir kennen die richtigen Schalter, um das abzuändern, und zwar relativ kurzfristig. Und wie ich sehe, Sie sind selbst auch Motorradfahrer, Ja. Da steckt doch bestimmt auch der ein oder andere Funken Leidenschaft fürs Hobby mit dabei. Nicht nur ein Funke, ein ganzes Feuerwerk, wenn Sie so wollen. Ich fahre gerne Motorrad, habe allerdings gestern zum ersten Mal auf einer GS gesessen und bin gerade dabei, mich mit der Dame anzufreunden. Aber ich denke, wir kommen da schon klar. Ja. Welches Motorrad fahren Sie privat? Ich fahre eine K1200R. Okay, also auch was Großes und Groß, ja, aber aber ich bin dann deutlich näher am Boden als auf dieser Dame hier. ja, natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ja, viele Mitarbeiter werden natürlich aufatmen. Jetzt hier gerade 2 Tage, nachdem Sie Ihre neue Position übernommen haben, in Niedereschach läuft gerade die Inventur, soweit ich weiß. Hier auf dem Event natürlich auch viele Branchenvertreter direkt, viele Pressevertreter, wo Sie sicherlich schon den einen oder anderen kennenlernen konnten. Ja. Wenn Sie jetzt zurück nach Niedereschach kommen, was steht konkret auf dem Plan? Was gibt es zu tun? Ich habe eine sehr, sehr lange Liste mit Punkten, die abzuarbeiten ist. Die meisten dieser Punkte haben sicherlich mit der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu tun, mit Verfahrensabläufen, mit Organigramm, mit
Stellenbeschreibungen, mit Kundenkontakten, mit Lieferantenkontakten. Aber ich denke, die wichtigste Aufgabe, die wir im Moment vor der Brust haben, ist aus dieser Anzahl an exzellenten Einzelspielern, die wir bei Duratec haben, wieder eine Mannschaft zu machen, die in die gleiche Richtung rudert. Das ist für mich, ich sage für mich, meine ich für uns alle, das wichtigste Ziel. Mhm. Ich bin verwundert über den Professionalismus der meisten Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist meine vornehmste Aufgabe, aus diesen vielen Einzelspielern ein gutes Team zu machen. Und ich denke, wir kriegen das hin. Mhm. Gerade in den letzten beiden Jahren gab es ja immer wieder schwierige Situationen, Lieferschwierigkeiten, Ware konnte nicht ausgeliefert werden. Ja. Ich weiß, dass sich da in den letzten Monaten schon einiges getan hat, in der Produktion zum Beispiel. Wie soll es da konkret weitergehen für die anstehende Saison jetzt 2018? Womit ist da zu rechnen? Also ich denke, der Umzug im letzten Jahr hat natürlich nicht geholfen, die Produktion relativ flott zu halten. Also das war sicherlich mit ein Grund. Aber ein weiterer Grund ist die Unzahl an Sachnummern, die im Moment drastisch reduziert wird. Duratec wird sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Artikel, die tatsächlich gefragt werden von den Endkunden, mit denen man tatsächlich einen Großteil des Umsatzes tätigt. Das Management-Team hat einen Plan vorgelegt, sehr ausgeklügelt und sehr detailliert. Wir sind diesen Plan gemeinsam durchgegangen in den Vorwochen. Wir haben diesen Plan akzeptiert und dieser Plan wird bereits umgesetzt seit vorgestern. Ich denke, es ist zwar nur ein Baustein, aber ein wesentlicher Baustein, um die Verfügbarkeit der Ware dramatisch zu verbessern. Ja. Mhm. Apropos Management-Team, da liegen natürlich Fragen auf der Hand ums alte Management-Team, gerade natürlich auch um den Gründer Herbert Schwarz. Ja. Gibt es da schon eine Info, wie soll es da weitergehen? Ja, das ist ein sehr sensibles Thema und ich will da wirklich vorsichtig sein. Ich denke, es ist kein Geheimnis. Die meisten werden wissen, dass ein Miteinander oder ein weiteres Miteinander der 3 ehemaligen Vorstände der Aktiengesellschaft nicht möglich war. Mhm. Ich werde mich auch nicht einmischen, warum. Das sind Dinge, die wir vorgefunden haben. Wir haben die Situation mit den einzelnen Vorständen sondiert und die Stellungnahme war sehr klar. Ein Miteinander war nicht drin. Somit gab es für uns nur 3 Möglichkeiten. Entweder mit Herrn Herbert Schwarz, mit den Herren Wiegert und Schanz oder ohne die 3. Und ohne die 3 wollten wir definitiv nicht, weil irgendwer muss die Produktkenntnis, die Kenntnis über die Marke mit in das Unternehmen bringen, oder im Unternehmen lassen. Wir haben uns aber bewusst nicht gegen Herrn Schwarz ausgesprochen. Ich möchte das wirklich unterstreichen. Das ist keine Entscheidung gegen Herbert Schwarz. Mhm. Ja? Aber wir hatten keine weiteren Optionen. Es gab nur die 3. Mhm. Ja? Hätten wir Herrn Schwarz genommen, hätten Herr Schanz und Herr Wiegert nicht weitergemacht. Und ohne die 3 wollten wir nicht. Mhm. Also ein wirklich sensibles Thema, wie es in der Zukunft laufen wird mit dem neuen Führungsteam, mit den Konzepten. Das werden wir sehen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Gut ist auf jeden Fall, dass die Happig Unternehmensgruppe als Investor eingesprungen ist und das Unternehmen übernommen hat. Also wirklich aufatmen für die Mitarbeiter am Standort. Der Standort, so wie ich mitbekommen habe, der wird auch erhalten bleiben. Bleibt erhalten, ja. Die meisten Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen. Nein. Und wie es jetzt im Jahr 2018 in der bevorstehenden Saison dann aussieht, dafür drücken wir die Daumen, wünschen alles Gute. Besten Dank. Und ich bedanke mich, dass Sie sich unseren Fragen hier gestellt haben und den Fragen unserer Kollegen. Dankeschön. Und dann toi toi toi. Danke.
Also, ihr habt es gesehen, die R9X steht heute auf dem Programm und wir sind jetzt hier gerade am wunderschönen Velefik-Pass und sind bis hier eine mega geile Tour gefahren. Und ja, ich war total überrascht von der Kiste. Also erstmal, wenn man sich draufsetzt, sie ist irre hoch, sie hat keinen Seitenständer, keinen Blinker, kein Rücklicht, keine Spiegel, eigentlich nur das, was man zum Fahren braucht, ein Kippschalter und ein Motorschalter zum Anmachen. Und dann geht es auch los mit dem Ding und es ist einfach brutal und macht mega Spaß mit der Kiste. Also die ersten paar Kilometer waren natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man sitzt da irgendwie so im gestreckten Galopp da vorne drauf auf der Kiste, Arme recht lang nach vorne, Sitzbank knüppelhart und ja, also die ersten Kurven waren dann, naja, ging so. Aber dann hat es richtig Bock gemacht und ein paar Bilder, wie das Ding in Bewegung aussieht, die seht ihr jetzt. Das Besondere an der R9X ist einfach, das Ding gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Also ein echtes Unikat und es wurde zu einem ganz bestimmten Zweck gebaut, nämlich letztes Jahr 2017 auf den Red Bull Romaniacs wurde die Karre von Gerhard Forster bewegt und eben auch ins Ziel gebracht. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir waren als Filmteam mit dabei. Es gibt auch einen Bericht in einer unserer Sendungen vom letzten Jahr. Und das ist halt wirklich ein kompromissloses Motorrad, was genau auf die Wünsche von Gerhard zusammengebaut worden ist und eigentlich nie auf der Straße funktionieren sollte. Aber es funktioniert trotzdem überraschend gut, wie ich heute festgestellt habe, auch wenn die Sitzposition natürlich fernab von komfortabel ist. Die Sitzbank, wie ich eben schon mal erwähnt habe, ist knüppelhart. Und ja, aber trotzdem, es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis und natürlich auch eine einmalige Gelegenheit, das Motorrad hier zu fahren. Basis von dem Motorrad ist eine BMW R9T mit dem Boxermotor. Das ist erstmal, denkt man da überhaupt nicht an Enduro oder Sport-Enduro, gerade für so eine Enduro-Rallye, wo sie gefahren ist. Touratech Racing hat das ganze Ding komplett umgebaut, also einen anderen Rahmen, den komplett verstärkt, komplett andere Front mit einer anderen Gabel da mit drin, eine verlängerte Schwinge, also da sind Teile eben, der Flansch ist zum Getriebe ist noch original R9T, hinten aber mit einer HP2-Welle dann verlängert, also das Ganze auch noch mal ein bisschen gestreckt und ich kann mir schon gut vorstellen, wie viel Spaß das Ding im Gelände macht. Heute sind wir hier leider nur auf der Straße unterwegs, sage ich mal in Anführungszeichen, aber trotzdem, es macht Saubock mit der Karre, ist natürlich unheimlich laut, es ist nichts dran, was man irgendwie nicht braucht. Die Seitenständerkonstruktion, ich glaube, die zeigen wir auch gleich nochmal. Das ist einfach der Knaller, aber es macht sau viel Bock damit zu fahren. Und ja, jetzt gleich geht es hier den wunderschönen Velefik-Pass runter. Dann fahren wir zu der Rennstrecke und dann ist der erste Teil unserer Tour hier vorbei und dann zeigen wir euch nochmal ein paar Detailaufnahmen von dem Motorrad und vielleicht auch nochmal ein paar Szenen, beziehungsweise wir verlinken das nochmal zu unserem Bericht von den Red Bull Romaniacs mit der R9X. Also KTM 1290 Super Adventure R, die Suzuki GSX S 750 und zum Abschluss noch die R9X von Touratech Racing. Lieben Dank an Nolan und natürlich auch an die anderen Partner in diesem Jahr. Mit dabei waren noch Motorex, Speedy, Metzeler und Suzuki. Zwei Produkte, die möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen. Zum einen der neue Nolan N105 Klapphelm, den wir da unten testen konnten. Und passend dazu das neue B901 Bluetooth Encom Kommunikationssystem, das zusammen
zusammen mit unserem Partner Sena entwickelt wurde. Die Links dazu, die packen wir euch natürlich noch unten in die Beschreibung. Da findet ihr dann alle Informationen zu den getesteten Produkten. Ja, aber das war's noch nicht von uns für diese Sendung, denn für uns geht es jetzt direkt weiter nach Portugal, zu Portugals beliebter GPS- und Roadbook-Rallye, der O Nosso Dakar, was so viel wie unsere Dakar bedeutet. Und da ist Rallye-Feeling garantiert für jedermann, der seine Enduro mal auf zwei wunderschönen Offroad-Passagen bewegen möchte. Willkommen hier in Portugal. Wir sind unterwegs mit Felipe. Und Felipe kennt ihr schon aus unseren Sendungen vom ACT Portugal, ACT Greece. Und jetzt sind wir hier für sein Event O Nosso Dakar 2018 im wunderschönen Portugal. In den nächsten Tagen werden hier 350 Enduro-verrückte Motorradfahrer über wunderschöne Strecken wie diese fahren. Und wir begleiten das Ganze als Kamerateam. Wir sind gerade unterwegs auf dem Scouting-Trip. Das heißt, wir schauen uns nochmal die Strecke final an, legen ein paar Punkte fest, wo wir in den nächsten Tagen fotografieren und filmen werden. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich habe eine GoPro am Helm und dann zeige ich euch schon mal ein bisschen was von den Strecken. Und ja, Samstag und Sonntag geht hier das Event los und dann freut euch auf ein paar schöne Bilder hier aus Portugal. So, jetzt sind wir wieder auf der Suche nach dem besten Bild in Portugal auf der Nosso Dakar unterwegs. Gestern haben wir die Strecke gescoutet und es sind ein paar Abschnitte, die könnten sehr interessant für die Kamera werden und da freue ich mich drauf. Und jetzt gerade sind wir direkt an der Küste und versuchen aggressive Möwen zu filmen, was nicht einfach ist. Heute ist der Tag vor der Veranstaltung, also nochmal Zeit, dass wir uns hier die Gegend angucken und die Algarve mit der Küste ist immer wieder mega genial. Ja, also morgen geht's los. Über 350 Teilnehmer oder 350 ungefähr werden hier erwartet. Das heißt, es wird ganz schön voll und dann geht's morgen hoffentlich bei genau so einem Wetter wie heute, das wünschen wir uns alle, los auf die Strecken und die werden echt traumhaft sein. Also ihr könnt euch wirklich auf schöne Sachen freuen und ja, das Event findet jetzt hier schon zum 5. Mal statt. Angefangen hat es mal so mit ungefähr 100 Teilnehmern. Mittlerweile ja, sind wir bei 350, wie Felipe uns hier erzählt hat. Und ich bin echt mal mega gespannt, welche Leute dabei sein werden, welche Motorräder dabei sein werden. Auf jeden Fall wird es jede Menge Action geben. Jawohl, langsam wird es ernst hier. Das ist eine der begehrten Startnummern hier bei der O Nosso Dakar. Und ja, draußen kommt ein Motorrad nach dem nächsten an. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal raus und schauen uns an, was da alles so kommt.
große Motorräder, kleine Motorräder, also eigentlich alles, was man sich so wünschen kann für so eine Veranstaltung. Rallye-Bike habe ich vorhin auch schon gesehen. Das ist aber schon irgendwo unten in der Tiefgarage, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Also jede Menge los hier, ja, und hier die begehrten Startnummern für morgen und für übermorgen. Die gibt es hier hinter mir und ja, das wird auf jeden Fall ein heißes Event, wenn man sich so anschaut, was hier schon los ist. Also wir haben uns jetzt mal in die Garage geschlichen und ja, ihr seht ja selbst, jede Menge alte, neue Bikes stehen hier, richtige Schätzchen mit dabei, originales Dakar-Bike steht da hinten, eine uralte Africa Twin, ja und sonst eigentlich alles, was man ja so gerne mal selber in der Garage hätte. Also, das Schöne ist, wir haben den Schlüssel für die Garage, aber natürlich nicht den Schlüssel für die Motorräder, aber da seht ihr mal, was dann so auf den Strecken hier unterwegs sein wird. Und ja, ich denke mal, der ein oder andere Leckerbissen ist doch dabei. Also willkommen hier am Samstag in Albufera. Heute ist der erste Tag und die Nacht hat es kräftig durchgeregnet. Und ja, mal sehen, wie die Tracks ausschauen werden. Bestimmt etwas aufgeweichter als an den letzten beiden Tagen, wo wir da schon unterwegs waren. Naja, also ich bin mal gespannt. Ja, jetzt ist Gott sei Dank die Sonne rausgekommen und ich denke, bis heute Mittag und dann heute Nachmittag, wenn es an die schwierigen Stellen geht, wird es wieder ein bisschen abgetrocknet haben. Ich hoffe mal. Wir drücken einfach die Daumen für die ganzen Teilnehmer, die auch hier sind. Für mich heißt es vorbereiten, Sachen zusammenpacken, Equipment packen und dann geht es nämlich für mich gleich schon ja, eine halbe Stunde früher auf den Track, dass ich mir die ersten Punkte schnappen kann, wo ich mich dann positioniere. Canan wird mit dem Land Rover unterwegs sein, dieses Mal zusammen mit einem Fotografen Bruno und das heißt, wir werden sicherlich gutes Material heute zusammenbekommen für euch, für unsere Sendung hier und natürlich auch für Philippe, für den Veranstalter. Also drückt uns die Daumen, dass heute trotz dem Regen in der Nacht alles gut läuft. Und ja, dann sehen wir uns gleich auf der Strecke. Wichtigste Utensilium für heute, mein Rucksack. Gleich mit Kamera und Objektiven und allem Schnickschnack und Camelback ungefähr 10 Kilo gleich noch auf dem Rücken. Das wird nicht so einfach, weil keine Koffer an meiner Africa Twin hier. Aber ja, das wird schon gehen. Nicht ganz so komfortabel, aber naja, schauen wir mal.
gleich gibt es auch was zu essen, Welcome Drink und ja, dann geht es morgen weiter mit den Strecken von Tag 2 und da wird es nochmal richtig interessant. Also freut euch, morgen geht es weiter, Tag 2 und jetzt erstmal Ruhe genießen und ja, ein bisschen abschalten. Geschafft! Wir sind am Ziel und das auch noch gut in der Zeit. Heute war es echt schwierig, sehr, sehr aufgeweicht, sehr, sehr matschig, sehr, sehr schlammig. Das hat viel Zeit gekostet und auch viel Kraft gekostet, aber trotzdem haben wir ein paar schöne Punkte abgeklappert, haben gefilmt, sind schön geflogen und ja, geile Bilder, geiles Event. Wir müssen uns direkt beeilen, weil unser Flieger geht nämlich in ein paar Stunden und wir müssen jetzt noch mal 1,5 Stunden zurück nach Lissabon, unsere ganzen Sachen umpacken. Ich glaube, ich muss mir auch noch mal was anderes umziehen und dann sind wir nämlich gleich schon wieder leider im Flieger. So schnell kann es gehen. Aber ein geiles Event, ein paar geile Tage hier gehabt und gerade die letzten beiden Tage waren natürlich der Hammer, auch wenn es richtig anstrengend war. Also, lieben Dank. Ja, was soll man sagen? Besser hätte unser Start ins neue Jahr nicht sein können. Und ja, euch wünschen wir auf jeden Fall viele spannende Motorradkilometer in der bevorstehenden Saison. Das war es jetzt von uns für diese Folge. In der nächsten Folge, da gibt es interessante neue Bikes für 2018 zu sehen. Unter anderem die neue Triumph Tiger 800. Und dann haben wir noch auf dem Plan die neue Adventure-Palette von Honda. Also das Update der Africa Twin, die Modellvariante Adventure Sports und das Update vom XADV. Also jede Menge zu sehen, jede Menge zu berichten in der nächsten Folge, in Folge 62 dann. Ja, das war's von uns. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und schaut natürlich auch mal bei uns bei Facebook und bei Instagram vorbei. Und ich sage bis dahin alles Gute und stets gute Fahrt. Euer Stefan.